Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns Angsthasen auf Weltreise. Ja, heute nehmen wir euch mit in die Stadt Toronto und außerdem zu den nahegelegenen Niagarafällen. Das ist aber noch nicht alles, denn wir zeigen euch auch den Besuch eines NBA-Basketballspiels und eines NHL-Eishockeyspiels. Wir sind in Toronto gelandet. Toronto liegt am Nordwestufer des Lake Ontario. Und es ist eine riesengroße Stadt mit vielen, vielen Wolkenkratzern. Erinnert so ein bisschen an New York. Das Wahrzeichen dieser Stadt ist der CN Tower. Und der hat 553 Meter und viele Touristen fahren gerne bis oben hinauf, um sich Toronto von oben anzusehen. In Toronto gibt es viel zu entdecken. Es gibt zahlreiche Grünanlagen, unter anderem den Queen's Park und den High Park. Wir haben uns nicht auf diesen Tower gewagt, denn wir hatten nämlich das große Glück, ein Schnäppchen zu machen. Wo waren wir? Richtig. Wir haben das absolute Schnäppchen gemacht im One King West Hotel in Toronto, richtig zentral in der Innenstadt gelegen. Auch nicht weit von der Scotiabank Arena, also wirklich der perfekte Ort für uns. Endlich mal ein Hotel gegönnt. Wurde auch mal Zeit. Mit wunderschönem Blick auf Toronto. Ah, wir haben sogar Seeblick. Ja, normalerweise kosten die Zimmer da 200, 300, 400 Euro und aufwärts. Aber wir haben richtig Glück gehabt und haben ein Zimmer für 100 Euro circa bekommen. Und ja, das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen, haben direkt gebucht und hatten einen wunderbaren Ausblick von unserem Hotelzimmer aus auf den See und ja, die Stadt Toronto. Ja, und außerdem konnten wir nicht mehr im Auto nächtigen, weil es einfach viel zu kalt wurde. Ja, wir sind von dort aus ein bisschen durch die Stadt gelaufen, Toronto, haben uns hier und da was angeschaut. In der Hafenregion war es uns aber ein bisschen zu kalt, deswegen sind wir da auch dann wieder schnell ins Warme. Denn die Temperaturen sind dann doch stark gefallen und wir haben uns dann warm gemacht, heiß gemacht auf das Basketballspiel. Ja, heute haben wir uns selber wieder Frühstück gemacht. Heute ist der Tag, an dem wir ein bisschen Toronto erkunden werden. Und heute Abend gehen wir in die Scotiabank Arena und werden uns ein NBA-Spiel anschauen. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, weil ich ein riesen Basketball-Fan bin. Ja, und das so ein kleiner Lebenstraum natürlich ist, den man sich dann erfüllt. Also ich bin gespannt, wie der Tag heute wird. Das war eine richtig coole Erfahrung. Ich habe das Ganze schon mal erlebt, diesen Spirit in den USA, und ähnlich findet ihr es auch in Kanada wieder. Ja, und wie das Erlebnis aussieht, NBA Basketball in der Scotiabank Arena bei den Toronto Raptors, das zeigen wir euch jetzt. Nina und ich haben uns Popcorn geholt. Ja, jetzt geht's gleich los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie bist du? Ich freue mich total. Aber interessant ist auch, das ist kein süßes Popcorn, was es hier gibt, regulär, sondern Butterpopcorn. Schmeckt aber immer noch gut. Schmeckt super lecker. Also, wir genießen jetzt mal das Spiel und dann melden wir uns später bei euch. Ja, Spiel ist rum, die Raptors haben deutlich gewonnen. Alles in allem eine super Erfahrung gewesen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und dir? Ja, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Und ja, die Kanadier und die Amis, die wissen, wie man den Zuschauern so eine richtig gute Stimmung macht. Also in den Pausen, weil immer irgendeine Vorführung oder eine Animation, das war richtig cool. Ja,
Also ich würde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Sehr zu empfehlen. Richtig gut. Yes. Wenn man schon mal in Toronto ist, lohnt sich auch unbedingt eine Fahrt zu den Niagara-Fällen. Die Niagara-Fälle liegen auf der einen Seite im US-Bundesstaat New York und auf der kanadischen Seite im Staat Ontario. Circa 1 Stunde mit dem Auto entfernt von Toronto. Man hat die Möglichkeit, die Niagara Falls von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Da gibt es die Bootstour, die man buchen kann, wo man von unten einen Blick auf die Fälle hat. Es gibt verschiedene Aussichtsplattformen oder aber auch man kann oben auf dem Bürgersteig entlang flanieren und die Niagara Falls bestaunen. Bei den Niagara-Fällen fallen ungefähr 1 Million Badewannen pro Minute von oben nach unten oder aber auch 600.000 Liter Wasser pro Sekunde. Und dabei ist auch interessant zu wissen, man spricht ja von der Mehrzahl Niagara-Fälle. Insgesamt gibt es nämlich 3 Hauptfälle. Der bekannteste ist der Horseshoe Falls, das ist der ganz große, breitgezogene. Dann gibt es die American Falls und dann gibt es noch die Bridal Veil Falls. Das ist nochmal so ein kleiner Wasserfall einzeln für sich. Die Wasserfälle stürzen 50 Meter in die Tiefe und 90% der Fische, die über die Wasserfallkante stürzen, haben Glück und überleben. Ja, das Wasser, was die Niagara-Fälle speist, kommt dabei aus 4 großen Seen, nämlich dem Eriesee, dem Huronsee, dem Michigansee und dem Lake Superior. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Bilder von vor Ort. Ja, man kann sich das von verschiedenen Standpunkten aus anschauen. Wir sind jetzt hier oben, oberhalb der Kante, wo das Wasser direkt runterfällt. Und das ist für mich so der imposanteste Anblick. Rundherum alles voller Wassernebel. Richtig beeindruckend. Ja, richtig krass. Verwundert hat mich allerdings, ich habe mir das immer so vorgestellt, als wäre das mitten in der Natur. Aber rundherum ist überall Häuser. Also ganz viele Hotels und Gebäude. Anlagen, Parks, Casinos. Ja, ganz anders, als es in meinem Kopf war. Aber das nimmt nichts von der Schönheit der Fälle ab. Die sind wirklich super imposant und auf jeden Fall ein Besuch wert. Eins unserer Highlights in Toronto war tatsächlich das NHL-Eishockeyspiel in der Scotiabank Arena. Und da ist die Heimmannschaft die der Toronto Maple Leafs. Und auch das war ein krasses Erlebnis für uns. Ähnlich wie das NBA-Spiel, aber doch ganz anders. Ich fand es noch viel krasser. Und viel auch mehr Fans, mehr Enthusiasmus. Man hat gemerkt, Eishockey ist die Sportart in Kanada, ähnlich zu vergleichen mit unseren Fußballfans, aber anders. Und auch hier nehmen wir euch nochmal mit rein in die Halle, in die Atmosphäre und zeigen euch ein paar Bilder. Hi, wir sind jetzt hier vor der Arena, der Scotia Arena. Heute ist es richtig kalt hier und kalt ist auch das richtige Stichwort, denn wir gehen zum Hockey. Zum Eishockey. Und das ist natürlich für die Kanadier was richtig Besonderes. Und hier stehen auch schon total viele Leute an.
Wir kommen gerade von dem Eishockeyspiel und es war echt richtig, richtig toll. Eishockey ist hier der Sport überhaupt, so wie bei uns zu Hause Fußball. Die Arena war voll gefüllt. Ja, wie fandest du es? Ja, ich fand es mega. Also ich habe vorher noch kein Eishockeyspiel gesehen, weder in Deutschland noch sonst irgendwo. Und dann direkt ein NHL-Spiel. Erstens mal war es mega spannend, zweitens mal gab es viele Tore, die Atmosphäre war gut. Ja, es sind viele Sachen auch passiert im Spiel, die halt, glaube ich, auch besonders waren. Zum Beispiel ein Spieler, Tavares hieß der, glaube ich, der hat einen Hattrick geschossen. Und dann haben wir uns gewundert, warum alle ihre Mützen aufs Feld geworfen haben. Ja, mitten im Spiel alle springen auf und werfen ihre Mützen und Kappen aufs Spielfeld. Und ich habe dann einen Sitznachbar gefragt, hey, why are they throwing hats on the field? Und er hat dann halt gesagt, ja, das ist, weil er einen Hat-Trick gemacht hat. Versteht ihr, Hat-Trick ist das Wort für 3 Tore. Und Hat, Kappe, in einem Spiel. Hat-Trick. Die haben die Hats geworfen, ne, aufs Spielfeld. Also richtig lustig. Und am Ende vom Spiel gab es noch einen Zwischenfall. Was war da? Da war eine kleine Klopperei mitten um dem Spielfeld und es hat gar nicht mehr aufgehört. Und dann sind die Giris dazwischen gegangen und dann haben die auf einmal die Giris verkloppt. Also kulturell was ganz anderes. Ja. Ich habe noch nie ein Eishockeyspiel gesehen. Ich weiß nicht, ob das so auch bei deutschen Eishockeyspielen ist. Insgesamt eine super Erfahrung und ich kann mich nur wiederholen, das sollte man auf jeden Fall machen, also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ja, aber man muss auch sagen, wir beide mögen auch gerne Sport, aber es war auf jeden Fall eine kulturell coole Erfahrung. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Jetzt haben wir noch, wie üblich, 2 Tipps für euch. Tipp Nummer 1. Nehmt die Niagara-Fälle auf jeden Fall mit als Tagesausflug, wenn ihr sowieso schon in Toronto seid. Ab geht es! Am besten eignet sich dafür natürlich ein Mietwagen. Damit seid ihr innerhalb von einer Stunde, 15 Minuten an den Niagara-Fällen. Parkplätze gibt es auch genügend vor Ort. Wenn ihr keinen Mietwagen haben solltet oder euch auch keinen leihen wollt, dann könnt ihr über die Internetseite Get Your Guide euch eine Tour buchen. Da werdet ihr dann abgeholt von Toronto aus, werdet zu den Niagara-Fällen gebracht, habt sogar einen englischen Tourguide und könnt sie euch anschauen vor Ort. Je nachdem könnt ihr sogar eine Bootstour noch dazu buchen und werdet abends wieder zurückgefahren. Tipp Nummer 2. Wenn ihr noch einen Nationalpark in der Nähe von Toronto besuchen wollt, dann eignet sich der Georgian Bay Island Nationalpark. Der ist ca. 2 Stunden mit dem Auto von Toronto entfernt. Mit dem Besuch von Toronto und den Niagara-Fällen neigt sich unser Roadtrip leider dem Ende zu. Und wir stellen euch jetzt unsere Pros und Kontras zu Ostkanada vor. Kanada ist natürlich bekannt für seine sagenhaft wunderschöne und noch unberührte Natur. Und deshalb erster Punkt pro Natur. Die Natur erblüht in den verschiedenen Jahreszeiten. Sowohl im Sommer kann man tolle Dinge erleben, man kann in den Seen schwimmen, man kann wandern, aber auch im Indian Summer ist die Natur ganz besonders. Oder aber auch im Winter, dort kann man tolle Wintererlebnisse haben. Besonders faszinierend für uns waren die vielen Wildtiere, die wir erspähen konnten, unter anderem Adler, Füchse, aber auch Elche. Also wer gerne wandert oder gerne einfach nur in der Natur unterwegs ist, der ist in Kanada auf jeden Fall richtig. Oder auch Menschen, die nicht so eine krasse andere Kultur erleben möchten, wie jetzt in Südamerika oder in Asien. Die sind in Kanada auch gut aufgehoben, denn die Kultur ähnelt natürlich der europäischen. Außerdem ist die Sprachbarriere natürlich nicht so groß, denn die Menschen sprechen in Kanada Englisch. Die Ausnahme ist natürlich in Quebec. Dort sprechen viele Menschen Französisch und gar kein Englisch. Außerdem ist uns aufgefallen, dass die Kanadier besonders freundlich sind. Ständig entschuldigen sie sich, sie sagen immer Bitte und Danke. Wir fanden es sehr bemerkenswert und es ist uns ab Tag 1 in Montreal aufgefallen, wie polite die Leute dort sind. Ja, es kann zum Beispiel dazu kommen, dass sich ein Kanadier bei euch für irgendwas entschuldigt, was ihr getan habt. Wirklich sehr zuvorkommend und sehr freundlich. Ja, und wenn man Hilfe braucht, man wird sofort gesichtet. Extrem schön. Ja, da wo Pro ist, da gibt's auch Contra. In Kanada sind die Reisekosten enorm hoch.
Wir hatten schon ein Beispiel gegeben von einer Packung Käse. 500 Gramm können ja gerne mal 13 Euro kosten. Außerdem sind die Reisedistanzen sehr groß. Man sollte dies unbedingt bei der Reiseplanung bedenken. Unser Roadtrip führt uns zum Beispiel durch den Osten von Ontario, durch Quebec, durch New Brunswick, Prince Edward Island und Nova Scotia. Und wenn man sich so einen großen Trip vornimmt, muss man sich ganz viel Zeit dafür einplanen. Ja, und ein letzter Punkt, da ist aber natürlich jeder anders, ist die Angst vor Wildtierangriffen vielleicht. Wir hatten es euch ja im Video gezeigt, wir hatten uns extra mit Bärenspray ausgerüstet. Manchmal war es halt so, dass wir uns in gewissen Situationen ein mulmiges Gefühl hatten, wenn wir dann ganz allein irgendwo im Wald waren und nur mit so einer Spraydose bewaffnet und wussten, dass theoretisch irgendwo Bären sein könnten. Oder auch Kojoten. Ja, oder auch Kojoten. Da ist jeder anders, aber für uns war das manchmal ein komisches Gefühl. Trotzdem haben wir es geliebt, draußen in die Natur zu gehen und würden es natürlich jedem empfehlen. Aber solltet auch trotzdem dann zumindest ein Bärenspray dabei haben oder irgendwas anderes, damit ihr euch halt im schlimmsten Fall verteidigen könnt. Ja, wir hoffen, euch hat unsere Kanada-Folge oder auch unsere ganze Reihe zu Kanada gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Wir würden uns tierisch darüber freuen. Ja, und wenn ihr den ganzen Kanada-Trip nochmal von vorne verfolgen wollt, dann könnt ihr auf die Playlist klicken. Da haben wir alle unsere Videos chronologisch von Anfang bis Ende zusammengefügt. Liebe Grüße und alles Gute dahin, wo ihr gerade seid. Ciao! Ciao!